Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit den lang erwarteten Patch Notes, auf die wir jetzt über 3 Wochen warten mussten. Warum über 3 Wochen? Naja, weil der Patch eigentlich hätte Donnerstag stattfinden sollen, aber es war jetzt Freitag. Das heißt, es waren 3 Wochen und 1 Tag, die wir gewartet haben. Dann haben wir das neue Speed Set. Ja, bin jetzt nicht der größte Fan davon. Snow... Oh, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Snow irgendwas? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Snow Masquerade, genau. Ja, ich weiß nicht. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus einem Weihnachts-CS-Set und einem, keine Ahnung, Clown-CS-Set oder irgendwie so. Zumindest die Suit, finde ich, hat so irgendwie so Clown-Karneval-Eigenschaften, so ein bisschen. Und zeitgleich halt irgendwie, oder auch die Maske, aber zeitgleich halt irgendwie auch Weihnachten. I don't know. Ja, gefällt mir ehrlich gesagt nicht wirklich. Und zusätzlich ist ausgerechnet dieses Set eins von denen, wo es wieder doppelte Optionen für 10, 8 und 2% gibt. Ich weiß nicht, wie sie immer wie diese Sets bestimmt werden, die mehr Farben bekommen. Ja, keine Ahnung. Warum das nicht immer so ist oder warum es manchmal so ist, ich weiß es nicht. Ja, und dann haben wir noch das Wochenend-Event, Enhanced Weapon Piercing Chance Event. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen, Freitag 0 Uhr hätte es eigentlich losgehen sollen. Ist es nicht, keine Ahnung warum. Aber auf jeden Fall geht es bis Sonntag 23:59. Und ja, dann haben wir auch schon die Game-Version, immer noch 1.5.0, aber die Patch-Notes dazu. Everstorm hat einen selber geschockt. Ehrlich gesagt ist mir nicht mal aufgefallen. Die perfekte Performance-Passive von den Hymnen hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Dann auch hier wieder Shadow Attack, Master-Variation Cooldown Reduction hat irgendwie auch nicht funktioniert. Tempest Barrage, Synergy mit Blade Dance hat mit Level 11 gestartet, startet jetzt ab Level 6 und ja, hat anscheinend auch nicht richtig funktioniert. Maelstrom Strike, Increased Range Variation, hat sich nicht mit den Leveln skaliert. Und dann gab es noch ein Problem mit der Ibert Cap, dass sie kein Icon hatte. Die hatte das Icon von der Steel Knight Maske, glaube ich. Das soll wohl jetzt auch gefixt sein. Dann haben wir General Changes. Infusion no longer affects element mastery calculations for skills with dual elements, such as Blizzard, but still provides the 10% skill element matching weapon element. Skill element matching weapon element bonus, genau. Monument of Death HP increased to 150 Million. Hat mich jetzt tatsächlich interessiert, wie viel das Vieh hat. Anscheinend 75 Millionen, also laut Wikipedia. Ich hoffe, diese Daten sind noch korrekt oder sind korrekt. Ist halt auch nicht aktualisiert auf die jetzigen 150 Millionen. Also mal nochmal verdoppelt. Wie viele Statuen gibt es? 5? 4 oder 5? Auf jeden Fall dann quasi für jede Statue. Ist auch nochmal, ja, nicht ohne. Es macht jetzt keinen gewaltigen Unterschied, weil ich meine, diese Statuen sind in der Regel innerhalb von sehr kurzer Zeit kaputt gegangen. Aber naja, ich meine, jetzt haben sie doppelt so viel HP. Also diese sehr kurze Zeit ist jetzt auf jeden Fall doppelt so lange. Heißt auch, doppelt so viele Monster können gespawnt werden, die wiederum die Zeit verlängern, bis die Statue tatsächlich umfällt. Keine Ahnung, ob sich überhaupt noch jemand dafür interessiert. Anku und so. Wie stark der Dungeon jetzt ist oder wie auch immer. Keine Ahnung. Anchored Soul Mara, AOE Damage wurde reduziert. Dafür aber der von den Violent Soul geht AOE Damage, der wurde dafür erhöht. Also ich weiß nicht, ob sie das dann wirklich viel nimmt. Keine Ahnung. Ich war tatsächlich noch nicht in einem Dungeon seit dem letzten Patch vor 3 Wochen. Liest sich für mich aber so, als wäre das Jacke wie Hose. Die einen machen halt weniger Schaden, die anderen machen dafür mehr. Ist immer die Frage, wie viel mehr und wie viel weniger. Weil ich meine, einfach noch mehr und weniger, das ist natürlich, ja, das ist nicht wirklich hilfreich, dann festzustellen, ob das jetzt so relevant ist oder eben nicht. Dann Maelstrom Strike kann man jetzt mit Einhand- und Zweihandwaffen benutzen. Das ist ganz cool, aber soweit ich gehört habe, ist das geht sowieso nicht so heftig. Harlequin Changes, offensive Skills gehen jetzt mit mehr STR. Tank-Focused Builds machen weniger Schaden.
ehrlich gesagt keine Ahnung, ob sie das auf PvP bezieht, weil welcher Harlequin geht auf Tank? Also ich meine, zum Giegen vielleicht, okay, aber da bist du ja trotzdem kein Tank. Also wenn du Giegen gehst, dann hast du ja wahrscheinlich ein PvE-Set, ein HP-Pad oder so, vielleicht Power-Ups. Das ist jetzt nicht wirklich ein Tank-Focused Bild. Toxic Assault wurde der Schaden reduziert. Jojo Storm skaliert Netz mit STR und hittet öfter. Master-Variation Range wurde reduziert. Das ist wahrscheinlich auch wieder eher eine PvP-Änderung, weil ich glaube kaum, dass das jemand im PvE benutzt hat. Und Missing Skill Sounds wurden hinzugefügt. Bei Crack Shooter wurde das Scaling von Condor Dive verbessert. Heavy Shot und Repelling Shot scalen with Dex jetzt. Und ebenfalls fehlende Skill Sounds wurden hinzugefügt. Ja, und alles in allem muss man hier tatsächlich schon sagen, ist das ein bisschen wenig, dafür, dass wir 3 Wochen darauf gewartet haben, inhaltlich, weil da jetzt auch einfach wieder viele Sachen dabei sind, so, ja, keine Ahnung, ich meine, also, bestes Beispiel. Das mit der Ibert Cap, das ist, seit die in der Umkleidekabine ist, und ich glaube, das sind mittlerweile fast 2 Jahre oder so. Ja, sie war noch nicht die ganze Zeit released, aber das ist ein Problem, das bestand jetzt einfach 2 Jahre und es geht nur um ein fehlendes Icon. Also, mein technisches Verständnis ist nicht das Beste, wenn es um solche Sachen geht, aber ich vermute mal, sowas dauert 10 Minuten, sofern du halt das neue Icon hast. Etwas austauschen, ein Icon austauschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich lange dauert. Dafür haben sie 2 Jahre gebraucht. Oder auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. Und ja, ich meine, diese Änderung hier schon wieder, weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, inwiefern sich Leute immer noch darüber aufregen, dass Anku zu leicht oder zu schwer ist. Oder zu schnell geht oder mit zu wenigen Leuten möglich ist oder was auch immer. Spielt eigentlich auch absolut keine Rolle, weil das hier halt wieder so Änderungen sind, die eigentlich effektiv sowieso keinen Unterschied machen. Also ich meine, ich habe es ja vorhin schon gesagt, 75 Mio oder 150 Mio sicherlich, aber diese Statuen waren meiner Erfahrung nach nie wirklich das Problem. In der Tatsache, dass sie auch in der HP nicht erhöht wurden. Ich meine, klar, es ist halt einfach etwas, was sie wahrscheinlich vergessen haben. Sie haben den gesamten Dungeon deutlich schwerer gemacht, HP erhöht etc. Und die Statuen haben sie offensichtlich vergessen, weil warum sollten jetzt nur die Statuen plötzlich nochmal einen HP-Boost bekommen? Haben sie halt anscheinend nicht dran gedacht oder nicht genug erhöht, was auch immer. Macht halt aber effektiv unterm Strich eigentlich keinen Unterschied. Des Weiteren wurden weiterhin sämtliche Kritik an der Open World von Kowloon weiter ignoriert, dass zum Beispiel 2 Fernkampfmonster back-to-back kommen. Das ist einfach super nervig für verschiedene Spielstile, die halt damit eher ein Problem haben als andere. Wird ignoriert, dass die Open World generell sich immer noch ein bisschen zu stark anfühlt. Ich meine, gestern hatten wir es erst wieder, jemand ist ohne Element zu den Canonicus gegangen und hat einfach straight up 10.000er Schellen bekommen von Monstern, die 4 Level über ihm sind. In der Open World. Ich meine, ja, kann man jetzt drüber streiten, okay, es sollte nicht immer Baby Bubu Land sein und Weichheitsschuppen Junior, aber ein Monster, oder auch mein Ringmaster, wird ständig von einem Crit gewone-shottet und der hat 15.000 HP. Also ich meine, dass da einfach ein gewisses Missverhältnis oder Missverständnis ist, was okay ist, was das Maximum sein sollte und was einfach nur übertrieben ist, kann man auf jeden Fall nochmal drüber reden. Ich meine, ich sage ja nicht, dass jetzt die alles minus 90% machen sollen und wir wieder in Baby Weichheitsschuppen Junior gehen. Das sagt ja gar keiner. Aber dass es auf jeden Fall für viele Leute immer noch auf jeden Fall ein Problem ist, wird erstmal hier nicht thematisiert. Und ja, und viele weitere Punkte, die halt irgendwie, ich meine, klar, sowas wie den Masteries, dass das nicht funktioniert, das ist tatsächlich wichtig. Gibt aber noch weitere Masteries, die entweder keinen Sinn ergeben oder nicht funktionieren. Zum Beispiel Infusion, die Int Mastery zu maxen, hat überhaupt keinen Effekt. Trotzdem kann man sie auf Level 5 machen und damit 40 Skillpunkte verschwenden. Das habe ich zum Beispiel auf all meinen 3 Elementoren gemacht. Gut, zugegebenermaßen ist es nicht so schlimm. Ich brauche die Skillpunkte eigentlich auch nicht wirklich. Aber trotzdem ist es unnötig. Warum ist das so? Also ich wette, bei den Masteries gibt es bestimmt noch mindestens 20 Masteries, die entweder nicht oder nicht richtig funktionieren oder keinen Sinn ergeben. Dass das Monate dauert, all diese Masteries rauszufinden,
Also die Community braucht dafür sicherlich maximal eine Woche, aber bis halt die Entwickler das alles gemacht haben und so, obwohl das ja gefühlt auch wieder so geringfügige Änderungen sind, die wahrscheinlich pro Änderung ja sicherlich ein bisschen dauern, aber es ist ja nicht ein Entwickler, da sitzt ja nicht eine Person, da sitzen ja mehrere Leute. Das muss ja nicht einer alleine machen, das ist ja ein ganzes Team von Entwicklern und weiß ich nicht, also es sind halt so viele Sachen, so kleinteilige Sachen, die hier drin stehen, wo man sich halt einfach fragt, warum braucht man dafür so lange? Und Sachen, die gefühlt wahrscheinlich schneller gehen würden, nur halt anscheinend nicht sicher sind, ob die überhaupt geändert werden, die werden halt nicht angesprochen. Auch so ein Thema, was ich persönlich mir einfach wünschen würde, dass das einfach mal festgelegt wird. Habe ich jetzt auch erst wieder Videos drüber gemacht, über die Cursed-Waffen, die Cursed-Behemoth-Waffen, die man von Giants droppt in Kowloon. Was ist jetzt mit denen? Ist damit jemals geplant, dass die auf Ultimate gehen sollen oder nicht? Und das wäre halt natürlich nice, wenn das einfach, ganz ehrlich, in-game in die Waffe reingeschrieben werden würde, weil wenn eine Waffe Ultimate gemacht werden kann, ab 150 steht das ja dabei. Folglich sollte man es für alle Waffen, bei denen das nicht möglich ist, vielleicht auch dazu schreiben, dass es eben nicht möglich ist und auch niemals möglich sein wird. Einfach nur, um das halt für jeden klarzustellen und nicht in irgendeinem Discord-Chat oder selbst auf der Website oder so. Sowas muss in-game stehen. Und ich meine natürlich, die Tatsache, dass es nicht dasteht, impliziert, dass es nicht geht. Aber wir hatten solche Waffen noch nicht. Wir haben seit über 2 Jahren das Ultimate-System. Und wir hatten noch nie Waffen seitdem in dem Levelbereich, die keine NPC-Waffen sind, also keine Trash-Waffen, sondern tatsächlich richtige Waffen, die man auch tatsächlich benutzen kann oder will, mit solchen Effekten. Und da wäre es natürlich einfach klar, endgültig, vor allem auch für die Zukunft, also ich meine, klar, dass es jetzt nicht so ist klar. Aber ja, habe ich schon genug drüber geredet, das ist ja wirklich so ein bisschen Gambling, ob man darauf abzielt, diese Waffen jemals einzusetzen und eben erwartet, dass sie noch Ultimate gehen oder eben nicht. Und da eine abschließende Erklärung einfach zu haben, ja, es geht nicht, und zwar niemals nicht. Wir haben das auch niemals vor, das zu ändern. Oder eben nicht. Also das, oder dass es eben gehen soll. Und das wäre natürlich auch nice, wenn man sowas halt relativ zeitnah nach dem Patch macht und eben nicht erst wieder ein halbes Jahr später oder so. Also lauter solche Sachen halt. Wo man sich einfach fragt, warum dauert das so lange oder wann kommt das überhaupt etc. Ich meine, der ganze Discord, wie gesagt, in der ersten Woche nach dem Update war schon komplett voll mit verschiedensten Themen. Auch das Schmuckthema mit dem Umtausch. Ich meine, der Zug ist abgefahren. Aber einfach ein Statement. Und ich meine, sowas kann man doch wirklich in die Patch Notes dann reinschreiben. Jo, wir haben dieses und jenes Thema zur Kenntnis genommen, aber entschieden, nein, da passiert nichts. Ja, dass es einfach nochmal klar ist und man damit abschließen kann. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so Themen, wo man sich selber drüber ärgert oder wo man sich selber fragt, ja, wie ist das jetzt oder wie machen wir das jetzt oder was auch immer. Ja, und man fragt sich das dann jahrelang, weil es nie eine klare Antwort gibt, es nie in den Patch Notes behandelt wird und man sich nie sicher ist, ja, kommt das jetzt noch oder nicht. Ich meine, lustigerweise, das mit dem Albert Cap Ding ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, auch wenn es extrem irrelevant ist, aber das hat wahrscheinlich ein paar Tage, nachdem das Ding in der Umkleidekabine erschienen ist oder spätestens als es released wurde und man es tatsächlich droppen konnte, haben das Leute wahrscheinlich reported und jetzt Ewigkeiten darauf gewartet. Und da ist es ja das Gleiche. Ich meine, selbst wenn in einem Discord drin steht, approved, wird geändert oder so, du weißt ja nicht wann. Und ja, trotzdem wartet man dann ewig drauf. Man weiß nie so wirklich, oder das Master- und Hero-System damals mit der Stat-Page, das war ja auch so eine Sache, die Ewigkeiten gedauert hat, aber immer approved war, in Anführungszeichen. Das ist halt irgendwie immer so unabschließend und ja, keine Ahnung. Also ich meine, ich habe auch keinen konkreten Vorschlag, wie man das wirklich besser machen kann, weil auf jedes einzelne Thema einzugehen, ist natürlich dann auch wieder utopisch, keine Frage. Aber zumindest auf größere Themen, die ja doch öfter diskutiert werden oder öfter in den Feedbacks drinstehen oder öfter in den Suggestions drinstehen, könnte man es wahrscheinlich schon machen, dass man das einfach mal einmal final abklärt und eben dann einmal in irgendeine Patchnote hinschreibt. Dann können sich Leute die Patchnote merken, wo das gesagt wurde, oder irgendjemand merkt sich es dann schon und dann kann man das auch immer wieder nachlesen, auch für Leute in der Zukunft, die sich dann fragen, ja, warum ist das so? Oder warum kann man eigentlich Cursed-Waffen nicht Ultimate machen? Dann kannst du das nachlesen. Aus diesem und jenem Grund haben wir das niemals vor und deswegen ist das halt einfach so.
Und dann ist das Thema gegessen, man kann damit abschließen, man weiß, das wird niemals passieren zum Beispiel. Und wir sind jetzt halt auch doch schon 1,5 Monate nach dem Patch und es fühlt sich an, als wäre der Patch gefühlt letzte Woche released worden. Manche Sachen sind ja gefühlt Hotfix-mäßig. Ich meine, Master-Variation, Cooldown Reduction oder whatever, das sind ja wirklich so Sachen, die nerven Leute wahrscheinlich seit 1,5 Monaten jeden Tag, wenn sie spielen. Und trotzdem dauert es 1,5 Monate. Ich meine, das sind eigentlich für mich sind das Hotfix-Themen, die nach einer Woche gefixt werden müssten eigentlich. 1,5 Monate. Und wie gesagt, es gibt noch eine Menge Masteries, also Infusion ist auf jeden Fall schon mal eine, wo immer noch etwas nicht richtig funktioniert oder einfach, ja, irgendwo ein Scam ist, TBH. Und darauf muss man jetzt nochmal 2 Wochen warten, weil der nächste Patch kommt erst in 2 Wochen. Dann ist das Update 2 Monate alt. Ja, das ist halt einfach crazy. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Würde mich wie immer selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Fly Universe Video wiedersehen. Schaut in Twitch-Streams vorbei, Twitch-Links in der Videobeschreibung und ciao, ciao.